Rügen, Deutschlands größte Insel. Über die letzten Jahre habe ich von unseren Wanderungen dort so einiges an Filmmaterial mitgebracht. Zeit also, euch in den nächsten 30 Minuten in die wunderschöne Natur Rügens zu entführen. Die Routen findet ihr in der Videobeschreibung als Link zu Komoot. Und solltet ihr Fragen, Tipps, Hinweise oder weitere schöne Wanderungen haben oder einfach nur einen netten Gruß hinterlassen wollen, schreibt gerne in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da. Nachdem wir unseren Alltag auf der Rügenbrücke hinter uns gelassen haben, geht es über Sagard oder die Wittower Fähre weiter in die von uns bevorzugte ruhige Gegend im Nordwesten der Insel. Weite Küsten, Bodden, Steilufer, Wälder und die Ruhe der Natur. Begleitet uns auf unseren Wanderungen, wir zeigen euch beeindruckende Küstenwege. Heute machen wir eine Wanderung auf der Schabe. Das ist eine Näherung zwischen den Halbinseln Jasmund und Wittor. Die ist vor ca. 4.500 Jahren entstanden. Die ist 12 Kilometer lang. Ob wir die ganze Strecke jetzt machen, wahrscheinlich eher nicht. Irgendwann biegen wir ab und wollen dann rüber zum Strand. Nach 6 Kilometern an der Boddenseite sind wir jetzt abgebogen und laufen jetzt irgendwie die 500 Meter oder so rüber zum Strand an die Ostsee und werden dort dann zurücklaufen Richtung Juliusruh. Zahlen sollte man hier übrigens auch immer, sonst kann man hier mal schnell es waren glaube ich sogar 48 € loswerden. Die Runde ist jetzt so gut wie beendet. Wir haben den Strand wieder verlassen. Wir sind so auf der Höhe vom Campingplatz am Ortseingang von Juliusruh. Und damit schließt sich der Kreis. Ich denke mal, wir haben so 12, 13 Kilometer oder so gemacht. Weiter geht es mit einer Wanderung im Mönchgut. Dafür mussten wir quer über die Insel. Fahrzeit mit dem Auto eine knappe Stunde. Das waren ein paar Eindrücke von Groß-Zicker. Wir sind gerade am Pfarrwitwenhaus vorbeigelaufen und gehen jetzt hoch in die Zickerschen Berge. Und von da aus haben wir einen hervorragenden Ausblick hier auf die Umgebung, auf das Mönchgut. Es gibt viele Leute, die behaupten, das wäre die schönste Gegend von Rügen. Die sanfte Hügellandschaft und die Ausblicke hier auf die Bodden und die Ostsee sind in der Tat sehr, sehr schön. Während wir auf der einen Seite des Barkenbergs einen letzten Blick auf Groß-Zicker werfen können, rückt auf der anderen Seite Gaga ins Blickfeld.
Wir sind unterwegs zwischen Nonnewitz und Puttgarten. Da gibt es ein wunderschönes Steilufer mit Krüppelbuchenwäldern. Ja, das ist ein richtig schöner Wanderweg. Den sind wir schon, ich weiß nicht wie oft gelaufen. Heute machen wir das wieder und nehmen euch mal mit. Wir sind jetzt am Nordstrand von Puttgarten und machen hier jetzt erstmal eine kleine Pause. Jetzt machen wir erstmal den steilen Abstieg darunter. Wir sind unterwegs nach Ralswiek, an der Zufahrt zu einem Waldweg. Da haben wir einen Parkplatz gefunden zwischen Lietzow und Ralswiek. Und oh, sehr nice schon mal hier. Keine Ahnung, was das mal war. Ich versuche das mal zu recherchieren. Wir sind sonst auf der anderen Seite unterwegs, an der Steilküste, am anderen Ufer des Boddens. Und ja, jetzt wollten wir mal schauen, wie das hier auf dieser Seite so aussieht. Das ist mal eine richtig alte Kiefer. Schmaler. Hauptsache, der endet hier gleich nicht irgendwo. Nicht jeder Weg, den man bei Komoot findet, den gibt es ja wirklich noch. Dieser hier ist, glaube ich, nahe davor. Der Weg war durchgängig begehbar. Wir sind ganz gut durchgekommen. Da lag der eine oder andere Baum quer, aber nichts, wo man nicht hätte rüberkommen können. Jetzt sind wir wieder auf einem Forstweg und nähern uns Ralswiek. Wir lassen den Wald hinter uns und sind jetzt hier an der Marina von Ralswiek. Hier tobt im Juli und August das Piratenleben. Wir schauen, ob wir noch ein bisschen näher ran oder reinkommen vielleicht sogar. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht irgendwie einen Zugang, einen Zutritt bekommen. Jetzt außerhalb der Saison. Aber hier wird auch natürlich schon fleißig gearbeitet. Aufbau.
Wir gehen jetzt mal zum Schloss hoch und vielleicht kann man von oben irgendwie da noch einen Blick runter zur Bühne werfen. Das war unser kleiner Ausflug, unsere kleine Wanderung nach Ralswiek. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg und haben dann nachher ja, so roundabout 11 Kilometer sind wir gelaufen. Heute wandern wir von Lohme zur Viktoriasicht. Auf dem Hinweg gehen wir über Ranzow. In Ranzow gibt es ein Schloss, das ist umgebaut zum Hotel, ein Golfhotel. Am Golfplatz entlang verläuft dann unsere Route. Wir sind jetzt gerade nach links abgebogen. Da stand ein Schild, dass hier Fahrräder verboten sind. Das ist zum Wandern natürlich eine praktische Sache. Und deswegen ja, gehen wir jetzt auf einem Nebenweg durch den Wald. Wer Wald mag und besonders Buchenwald, der ist hier genau richtig. Nicht ohne Grund ist das Weltnaturerbe hier. Wunderschön. Wir haben jetzt die quasi Nebenwege so ein bisschen verlassen, sind jetzt hier an der Stubenkammer und gehen jetzt hier am Restaurant vorbei Richtung Viktoriasicht. Das übliche Schlange stehen, aber es hat sich mal wieder gelohnt. Sehr schön. Wir haben den Bereich der Kalkfelsen jetzt verlassen, befinden uns jetzt hier auf dem Hochuferweg. Eine ziemlich steile Küste, noch sind wir ziemlich hoch, aber das wird gleich ein bisschen runtergehen und das ist auch ein ganz tolles Revier. Weiß jemand, was das mal war? Dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Wir sind hier 1,5 Kilometer von Lohme jetzt entfernt. Wir haben den Abzweig zum unteren Uferweg genommen. Da sind wir näher am Wasser, das ist deutlich schöner. Das ist ein kleiner Umweg, 500 Meter, kann man mal machen. Das hier ist ein ganz fantastischer Uferweg. Auf der anderen Seite von Lohme gibt es ebenfalls einen Uferweg. Der sieht auch ganz ähnlich aus und den zeige ich euch später. Nördlich von Lietzow liegt das Gutshaus Semper mit seiner Wasserturmruine, seinem Waldpark und einem hübschen Krüppelbuchenhain. Und folgt man den Pfaden am Steilufer Richtung Norden, hat man immer wieder super Ausblicke auf den Jasmunder Bodden.
vor ein paar Minuten angekündigt, jetzt noch Eindrücke vom westlichen Steilufer Lohme. Eine Wanderung mit Dschungel und Apfelskulptur. Es ist Mai auf Rügen. Wir wohnen in Lanken dieses Jahr, im Ortsteil von Dranske. Der liegt nur ein paar wenige hundert Meter von der Steilküste entfernt. Und deswegen machen wir heute einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung entlang der Steilküste. Man wandert hier durch so ein kleines Naturschutzgebiet oder Schutzgebiet. Es sind ganz viele Vögel, hauptsächlich Lerchen und Schwalben zu sehen und zu hören. Im Juni blühen hier sehr, sehr viele Wildblumen und ich streue mal so ein paar Bilder davon ein. Jetzt im Mai ist noch nicht ganz so viel hier, da sieht man höchstens ein bisschen Löwenzahn blühen. Nicht der allerbeste Badestrand, weil hier viele Feuersteine im Wasser liegen, aber durchaus eine wunderschöne Küste. Die Ostsee nimmt sich in jedem Jahr ungefähr 20 Zentimeter der Küste. Das führt dann zu solchen Abbrüchen hier. Die Insel Hiddensee rückt auch immer näher. Die ist nur durch eine schmale Meerenge von Rügen getrennt. Von Rügen aus lassen sich auch ganz gut Ausflüge dahin machen. Zum einen kann man mit einem Fahrgastschiff von Brege aus da rüberfahren. Oder man fährt nach Schaprode und nimmt dort ein Wassertaxi.
Das vermeintlich Beste kommt ja immer zum Schluss. Heute sind wir von Sassnitz aus unterwegs zu den Kreidefelsen. Wir werden unten am Ufer lang laufen bis zum Kieler Bach und werden dann auf den Hochuferweg gehen. Das ist eine ziemlich frische Abbruchstelle. Und das ist auch kein Spaß. Vor ein paar Jahren ist direkt hinter mir mal was runtergekommen. Ei, da habe ich mich erschrocken. Ich blende die Szene mal kurz ein. Aufgrund der damaligen Erfahrung ist man natürlich immer froh, wenn man so eine schmale Stelle hier passiert hat. Ein bisschen mulmiges Gefühl hat man da schon immer. Ja, das hängt doch alles so über. So, wir sind jetzt gleich am Kieler Bach. Dann wird es auch Zeit für alle, die hier das erste Mal hingehen oder wandern möchten hier unten. Unterschätzt die Feuersteine nicht. Das ist schon nicht ohne. Yeses, das war nicht ohne Anstrengung. Erstens war es warm, also eigentlich nicht wirklich. 20 Grad oder so sollen wir heute nur haben, aber unten am Ufer ist immer sehr warm. Und jetzt gehen wir erstmal zum Bäcker und werden da ein bisschen uns einen Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen gönnen. Hier von der Fallader Sicht am Nordstrand von Puttgarden verabschieden wir uns von der Insel Rügen. Ich hoffe, die kleine Exkursion hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr keinen meiner Filme verpassen wollt,
dann abonniert und vergesst die Klingel nicht zu drücken. Bis dann, ciao.